22 Millionen Euro gingen in Deutschland allein 2023 durch WhatsApp-Betrug verloren. Und das ist nur die Dunkelziffer. Aber wie geht sowas? Nur eine einzige Nachricht? Nur ein paar wenige Minuten Leichtsinn? Und plötzlich soll dein ganzes Geld weg sein? Das Erstaunliche: in 25% der Fälle sind die Betrüger erfolgreich. Aber wie kannst du dich tatsächlich wirksam davor schützen? In diesem Video zeige ich dir 5 Warnsignale, die dich vor so etwas bewahren. Bleib dran, denn Warnsignal Nummer 4 übersehen 90% aller Opfer. Heute geht es um ein Thema, das wirklich jeden von uns treffen kann. Allein in den ersten Monaten 2025 hat Meta weltweit 6,8 Millionen WhatsApp-Accounts gesperrt, die mit Betrug in Verbindung standen. Und die Maschen werden immer raffinierter. Aber es gibt 5 klare Warnsignale, die jeden Betrüger entlarven. Alle Quellen zu den hier genannten Zahlen findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung. Los geht's! Warnsignal 1: Unbekannte Rufnummer. Eine unbekannte Nummer schreibt dich an und gibt sich als Familienmitglied aus. Der klassische Einstieg. Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer. Speichere sie bitte ab. Oder Hallo Papa, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer. Aber warum funktioniert das? Weil es erstmal harmlos klingt. Dein Kind oder Enkel hat eine neue Nummer. Das soll ja schon mal vorkommen. Doch genau hier beginnt der Betrug. Die Kriminellen setzen darauf, dass du nicht nachfragst. Schutztipp Nummer 1: Ruf immer die alte Nummer an, bevor du antwortest. Oder stell eine Frage, die nur die echte Person beantworten kann. Wie hieß nochmal dein Haustier als Kind? Betrüger können das im Normalfall nicht beantworten. Übrigens, in Deutschland wurden allein in 8 Monaten über 40.000 solcher Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer ist auch hier noch viel höher. Bevor wir uns dem Thema ungewöhnliche Zahlungsanfragen widmen, schauen wir uns ein zweites Warnsignal an. Dieses zweite Warnsignal heißt Zeitdruck. Wenn eine Nachricht Zeitdruck erzeugt, solltest du immer vorsichtig sein. Ich brauche sofort Geld, dringend, nur heute möglich, mein Konto ist gesperrt. Hier ein Beispiel, das sich regelmäßig wiederholt. Mama, ich kann gerade nicht telefonieren. Kannst du mir schnell 500 Euro überweisen? Ich muss eine Rechnung bezahlen, sonst wird mein Strom abgestellt. Aber warum funktioniert das? Stress schaltet unser rationales Denken aus. Wenn dein Kind angeblich im Dunkeln sitzt, willst du sofort helfen. Genau darauf setzen die Betrüger. Schutztipp Nummer 2: So gut wie jede echte Notlage kann ein paar Minuten warten. Sag, ich rufe dich gleich zurück und wähle die alte Nummer. Betrüger werden dann sofort abbrechen oder Ausreden erfinden, warum das nicht geht. Bevor wir uns gleich einem Warnsignal widmen, das von den meisten völlig übersehen wird, kommen wir nun zu den ungewöhnlichen Zahlungen. Hier kommt also Warnsignal 3, das besonders heimtückisch ist. Ungewöhnliche Zahlungsanfragen. Du erhältst eine überraschende Zahlungsanfrage deines Freundes. Mein Online-Banking funktioniert nicht mehr. Ich bin im Ausland und komme nicht an mein Konto ran. Kannst du bitte eine Überweisung für mich machen? Hier wird es raffiniert. Die Betrüger erfinden Gründe, warum ausgerechnet du das Geld überweisen musst. Und sie geben dir oft eine fremde Kontonummer, angeblich von einem Freund oder Geschäftspartner. Hierfür ein weiteres aktuelles Beispiel. Eine Frau überwies 2.500 Euro auf ein Konto in Polen, weil ihre angebliche Tochter schrieb, sie sei auf Geschäftsreise und ihr Online-Banking sei gesperrt. In solchen Fällen hilft Schutztipp Nummer 3. Frage nach Details. An wen genau soll ich überweisen? Wie heißt die Person? Und warum genau kann dein Freund nicht selbst überweisen? Echte Personen können das erklären. Betrüger hingegen werden vage oder sogar aggressiv. Auf deine Kontonummer bin ich übrigens nicht scharf, aber vielleicht kann ich dir ja ein klitzekleines Like abbringen. Dankeschön. Bevor wir zum 5. und letzten Warnsignal kommen, sehen wir uns das am meisten unterschätzte Warnsignal an. Es ist heute das gefährlichste, weil es früher so einfach zu erkennen war und nun eben nicht mehr. Hier kommt Warnsignal Nummer 4.
Perfekte Sprache dank KI. Warnsignal Nummer 4 war früher einfach schlechte Grammatik und jede Menge Rechtschreibfehler. Du helfen mir mit Überweisung machen? Das war ein klares Zeichen für Betrug. Aber heute hat sich alles geändert. Betrüger nutzen jetzt KI-Tools wie ChatGPT, um perfekte Nachrichten zu schreiben. Keine Fehler mehr, keine komischen Formulierungen. Die Nachrichten klingen genauso, wie dein Kind, Enkel oder Freund sie schreiben würde. Schlimmer noch, KI klont heute sogar noch ihre Stimmen. Es gibt Fälle, wo Betrüger mit geklonten Stimmen angerufen haben. Die Opfer haben die Stimme ihres Kindes gehört und sofort gezahlt. Daher Schutztipp Nummer 4. Verlasse dich nicht auf die Sprache. Auch wenn die Nachricht perfekt klingt, geh immer alle anderen Warnsignale durch. Und wenn jemand anruft, stell eine Frage, die nur die echte Person beantworten kann. Was haben wir letztes Weihnachten zusammen gemacht? KI aber kann das nicht wissen. Und nun zum letzten Warnsignal, das ebenfalls viele übersehen. Warnsignal 5: fehlende Details. Die Person am anderen Ende vermeidet persönliche Details oder antwortet vage. Stell dir vor, du fragst, wie geht es eigentlich deinem Freund Max? Und die Antwort ist, gut, danke. Aber kannst du mir jetzt bitte das Geld überweisen? Echte Familienmitglieder würden antworten, welcher Max? Meinst du Max aus der Uni? Betrüger kennen diese Details nicht und lenken deshalb sofort zurück zum Geld. Oder du fragst, wo bist du gerade? Antwort, im Ausland. Ich erkläre dir später alles. Sorry, aber das ist echt zu vage. Eine echte Person würde zum Beispiel sagen, na in Barcelona, bei der Konferenz, von der ich dir erzählt habe. Schutztipp Nummer 5. Stell 2-3 persönliche Fragen, bevor du auch nur über Geld nachdenkst. Wenn die Person ausweicht, abblockt oder aggressiv wird, ist es ein Betrüger. Oder wenn du deine angebliche Tochter fragst, wie hieß nochmal deine Lehrerin in der 3. Klasse? Dann wird der Betrüger wahrscheinlich sofort abbrechen. Wenn also auch nur eines dieser Warnsignale auftritt, stopp. Ruf die Person auf der dir bekannten Nummer an. Lieber einmal zu vorsichtig als einmal zu unachtsam. Wird Zeitdruck aufgebaut? Einfach 10 Minuten mit deiner Antwort warten. Ungewöhnliche Zahlungsaufforderung? Details erfragen. Aber es klingt doch alles perfekt? Egal. Stelle persönliche Fragen. Du bekommst nur vage Antworten. Am besten sofort abbrechen. Teile dieses Video mit deinen Eltern, Großeltern und Freunden. Es kann ihnen eine Menge Ärger ersparen. Denn je mehr Menschen diese Warnsignale kennen, desto schwerer haben es die Betrüger. Hast du selbst schon mal so eine Nachricht bekommen? Schreib's gerne in die Kommentare. Wenn du mehr zum Thema KI-Betrug wissen möchtest und wie du dich dagegen schützt, solltest du dir dieses Video hier unbedingt gleich im Anschluss ansehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like von dir. Na dann, bleib sicher, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal.